Es freut mich, Ihnen sagen zu dürfen, dass die Wahl zur Geschäftsfrau des Jahres einstimmig auf Sie gefallen ist. Auf mich? Ihre Idee hat in allen Sparten überzeugt. Aber du weißt, wie sehr ich dich schätze. Als Geschäftsführer, als Mensch und als Teilhaber vom Brandenbau. Was soll das? Ich möchte, dass die Firma uns beiden gehört. Treten Sie vom Wettbewerb zurück. Warum sollte ich das tun? Was würde Ihre kleine Freundin wohl sagen, wenn sie erfahren würde, dass Sie mit Arno im Bett waren? Wie kommen Sie denn da drauf? Ich habe sehr zuverlässige Informationen. Kaum war Ihre Freundin im Urlaub, haben Sie sich auf sehr intime Weise mit Arno getroffen. Frau Sander, Ihre kleine Freundin muss doch nicht erfahren, wie sehr Sie Arno vermissen. Sie sind widerlich. Darf ich das als Einverständnis deuten? Verlassen Sie bitte sofort mein Büro. Überlegen Sie es sich einfach bis heute Abend. Raus, habe ich gesagt. Raus! Ich bin sehr gespannt, was Ihnen wichtiger ist. Die Geschäftsfrau des Jahres oder Ihre kleine Gespielung. Ach, du verstehst mich nicht. Millie und Natascha sitzen da unten zusammen, als wären sie die dicksten Freundinnen. Das sieht bestimmt nur so aus. Von wegen. Ist ja nicht das erste Mal, dass sie so zusammenhocken. Du kannst doch nicht von Millie erwarten, dass sie sich nur noch mit dir unterhält. Hm? Ja, das mache ich auch nicht. Aber was ist, wenn Millie sich von Natascha beeinflussen lässt? Ach was? Was hätte sie denn davon? Natascha hasst mich. Selbst wenn. Millie lässt sich bestimmt nicht von ihr beeinflussen. Hm? Sie ist deine beste Freundin. Natascha hat es auch fast geschafft, uns beide auseinanderzubringen. Das wird ihr aber bestimmt nicht nochmal gelingen. Ich kann Millie überhaupt nichts mehr erzählen, ohne dass ich Angst habe, dass sie es Natascha weitersagt. Millie doch nicht. Sie muss es doch nicht mal absichtlich machen. Ich kann ihr einfach nicht mehr vertrauen, wenn sie mit der rumhängt. Jetzt mach mal nicht so ein Drama daraus. Hm? Das ist bestimmt alles halb so wild. Ach, Daniel, du verstehst mich nicht. Würdest du mir das bitte einmal wiederholen? Ich möchte, dass du mit mir... Ich meine, dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten. Als Teilhaber. Das ist grotesk. Du bietest mir eine Teilhaberschaft an. Du mir. Wie komme ich denn zu der Ehre? Wir sind ein eingespieltes Team. Und du bist unersetzlich für die Firma. Oh, danke für die Blumen. Sag mal, ist dir eigentlich klar, weshalb dieses Unternehmen meinen Namen trägt? Ja, schon, aber warum? Weil ich es aufgebaut habe. Und auch dich habe ich aufgebaut. Ich habe dich in den Betrieb geholt. Ich habe dich gehätschelt wie ein... Ich weiß das schon alles. Ach, du weißt es. Und deshalb stiehlst du mich jetzt meine Firma. Und wagst es noch, dich über mich lustig zu machen. Aber nein, ich verstehe gar nicht, warum du dich so aufregst. Ich wollte nur, dass Brandenbau wieder unserer Familie gehört. Warum hinter meinem Rücken, Philipp? Warum? Ich wollte dich überraschen. Gratuliere. Das ist dir geglückt. Jetzt, lass es dir erklären. Schluss mit Erklärung. Du hattest mein absolutes Vertrauen. Das hast du enttäuscht. Es gibt nichts mehr zu reden. Arno, wo willst du denn hin? Arno? Hast du meine Marke? Ja, die sein. Ja, Klasse, wenn du mich kaum noch wechseln. danke. Und? Ist Gabriela wieder okay? Ja. Siehste, das wusste ich doch, wenn man so gut befreundet ist wie ihr. Hi, Gabriela. Hi, bist du immer noch hier?
Ja, ich habe mich noch ein bisschen festgequatscht. Ey, Daniel, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche noch ein bisschen Wechselgeld. Ich habe kaum noch was. Klar, Danke. ich gehe nur schnell rüber zur Bank, ja? Okay, beeil dich, ja? Alles in Ordnung? Ja. Du, hast du heute Abend schon was vor? Sonst können wir uns ja treffen. Heute Abend? Nein, ich muss noch was für die Uni machen. Verstehe. Huch, entschuldige mich. Ist schon echt spät. Ciao. Wo soll ich die Vase hinstellen? Auf den Tisch, bitte. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke, Bianca. Das wär's für heute. Ich brauche Sie dann nicht mehr. Danke, Gräfin. Herr Brandner, Gräfin. Ah, wie reizend, Philipp. Auch ein Gläschen? Danke. Ich war heute bei unserer lieben Frau Sander. Sie hätten mal ihr Gesicht sehen sollen. Kann ich mir gut vorstellen. Dass ausgerechnet Sie von Ihrem Seitensprung mit Arno wissen, das muss für Erika ein großer Schock gewesen sein. Allerdings, als ich ihr angeboten habe, mein Wissen für mich zu behalten, wenn sie vom Wettbewerb zurücktritt, sie wäre beinahe explodiert. Und hat klein beigegeben. Noch nicht. Sie soll ruhig noch ein bisschen brodeln. Ich habe ihr bis heute Abend Bedenkzeit gegeben. Und wenn sie sich von dem Wettbewerb doch nicht zurückzieht? Mein Gefühl sagt mir, sie wird ihre Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Dann steht Ihre Wahl zur Geschäftsfrau des Jahres nicht mehr im Wege. Was ist denn mit Ihnen? Sie trinken ja gar nicht. Ehrlich gesagt, ich bin heute nicht in Champagnerlaune. Soll ich die Gläser gleich abspülen? Ach was, stell sie einfach auf den Geschirrspüler. Dann kann ich sie auch gleich einrichten. Okay. Hey, das ist echt nett von dir, dass du mir hilfst. Mach ich doch gerne. Die Überraschungsparty für Erika ist echt eine super Idee. Sie wird sich bestimmt total freuen. Ich glaube auch. Hauptsache, sie trudelt langsam mal ein. Ich habe nämlich Hunger. Was ist das eigentlich für ein Wettbewerb, den sie gewonnen hat? Ach, von so einer Zeitschrift für Managerin. Irre finde ich nur, dass sie wegen der Kampagne für die gleichgeschlechtliche Ehe zu diesem Wettbewerb eingeladen worden ist. Dafür haben wir doch diese Fotos gemacht in den Brautkleidern, oder? Mhm, genau. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hört bitte alle mal her. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Mitarbeiter von Sander und Partner. Erika Sander, die Geschäftsfrau von 1999. Hier. Danke, Mann. Bist ja ein echter Kumpel. Kein Problem, Mann. Ist das selbstverständlich. Wo ist denn Gabriela hin? Keine Ahnung, frag mal Millie. Vielleicht weiß sie's. Millie? Ja, Weißt du, wo Gabriela steckt? wahrscheinlich zu Hause. Sie wollte lernen. Komisch. Wir wollten eigentlich noch was zusammen. War irgendwas? Eigentlich nicht. Aber sie war ein bisschen merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, sie wollte überhaupt nicht mit mir reden. Und dann ist sie einfach abgehauen. Ja, gestern Nachmittag war sie noch ganz anders. Ist irgendwas passiert? Naja, also ich glaube, ich weiß, warum sie so ist. Warum denn? Gabriela hat dich vorhin gesehen. Sie hat gesagt, du hättest dich ziemlich intensiv mit Natascha unterhalten. Ich krieg zu viel. Ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Gabriela kann das im Moment einfach nicht so gut ab. Und zur Versöhnung habe ich ihm sogar angeboten, mein Teilhabe zu werden. Wie großzügig von Ihnen. Aber es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Wundert Sie das? Na, schon gut. Ich habe begriffen, dass ich ein bisschen ungeschickt war. Außerdem, warum beklagen Sie sich? Sie wollten doch immer, dass Brandner Bau Ihnen ganz allein gehört. Aber ich habe nicht bedacht, wie wichtig Arno für die Firma ist. Ist er das? Allein schon wegen seiner Kontakte in der Branche. Schaffen Sie Ihre eigenen Kontakte. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Es hätte einfach nicht passieren dürfen, dass Sie den Verkauf so schnell publik gemacht haben. Höre ich da einen Anflug von Kritik heraus? Wissen Sie, ich habe gerade vorhin mit dem Bauamt gesprochen.
Sie haben mir klipp und klar gesagt, ohne Ahnung kriege ich keinen weiteren Auftrag von der Stadt. Die reden viel, wenn der Tag lang ist. Ich brauche noch so ein Projekt wie die Messehalle. Sonst sieht es ziemlich übel aus. Machen Sie sich mal keine Sorgen, ich bin ja auch noch da. Wir haben eine Menge investiert und eine Menge Schulden. Ohne einen weiteren Auftrag kann ich den Laden zumachen. Also gut, ich rede mit den Verantwortlichen. Sie werden sich sicher davon überzeugen lassen, dass für dieses Projekt nur Ihre Firma in Frage kommt. Das würden Sie für mich tun? Na, eine Hand wäscht die andere. Sie haben mir doch auch bei Erika Sander geholfen. Sie werden es nicht bereuen. Hi, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Wieso das denn? Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich noch lernen muss. Ich weiß, das ist aber wichtig. Meinetwegen. Komm rein. Aber mach's bitte kurz, ja? Gabriella, was ist denn los? Ich dachte, zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Ja, ist es ja auch. Ach komm, du bist doch sauer, weil ich mich vorhin mit Natascha unterhalten habe, stimmt's? Ist mir doch egal, mit wem du rumhängst. Ach ja? Daniel hat mir aber was ganz anderes gesagt. Was hat Daniel gesagt? Er hat mir gesagt, dass du mich mit Natascha gesehen hast und deswegen sauer auf mich bist. Das wird ja immer besser. Wie kommt ihr darauf, dir sowas zu erzählen? Ich habe ihn gefragt, okay? Du warst mir gegenüber so abweisend und ich wollte wissen, warum. Na gut, dann weißt du es jetzt eben. Was soll das ganze Rumgelabere? Du kannst doch nicht jedes Mal sauer sein, wenn ich mich mit Natascha unterhalte. Du weißt doch, was sie mir angetan hat. Ja. Aber ihr geht es verdammt schlecht. Oh Gott! Ich habe gedacht, du wärst meine beste Freundin. Und von der erwarte ich einfach, dass sie zu mir hält. Ich beneide dich ja schon ein bisschen. Mich? Warum das denn? Ja, du hast so viele Freunde und einen spannenden Beruf. Die Kampagne mit der Millennium-Familie war ein toller Erfolg. Die war nicht von mir. Es war Ninas Idee. Für mich sind ihr ein Traumpaar. Ihr lebt zusammen und ihr arbeitet auch noch so erfolgreich miteinander. Hey, ihr esst ja gar nichts. Schmeckt es euch nicht? Du weißt, ich habe schon so viel gegessen, ich platze gleich. Sei mir nicht böse, aber ich habe überhaupt keinen Hunger. Nicht mal probieren? Ich habe den Salat selbst gemacht, nur für dich. Bitte, ich kann wirklich nichts essen. Ist irgendwas? Du bist die ganze Zeit schon so bedrückt. Erika, bitte, was ist denn los? Würdet ihr mir bitte einen Moment zuhören? Also zunächst einmal herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid und einen besonders lieben Dank an Nina für diese nette Überraschung. Der Anlass ist, wie ihr wisst, meine Wahl zur Geschäftsfrau des Jahres 1999. Allerdings hat mir diese Kampagne klargemacht, dass es Wichtigeres gibt als irgendwelche Wettbewerbe. Auf einmal? Nämlich die Notwendigkeit, Kindern zu helfen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte diese Kampagne aus Eitelkeit gestartet. Aber Erika, wir kennen dich doch. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, den Preis nicht anzunehmen. Das ist doch ein Witz, oder? Doch, es ist mein voller Ernst. Ich hoffe, ihr versteht mich und lasst euch trotzdem vom Feierlicht abhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tja, aber das kannst du doch nicht machen. Kümmerst du dich bitte um die Gäste? Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Ja, aber wo willst du? Ich bin gleich wieder da. Guten Abend, Arno. Steffi, na, Darf ich? ja natürlich, bitte setz dich.
Nur, dass du dich nicht gleich wunderst, wenn er reinkommt. Ich bin mit Philipp verabredet. Ich wollte sowieso gerade gehen. Bitte bleib doch noch. Ich finde, ihr solltet euch wieder vertragen. So, findest du? Ich kann dich ja verstehen. Dass Philipp Brandnerbau gekauft hat, ohne Absprache mit dir, das ist vielleicht etwas unglücklich gelaufen. Bitte nimm es mir nicht übel, aber es bringt nichts, wenn wir beide uns hier über Philipps Nacht- und Nebelaktionen auseinandersetzen. Warum nicht? Die Rechnung bitte. Es ist ein gutes Recht, auf der Seite deines Freundes zu stehen. Das tue ich nicht. Ich möchte lediglich zwischen euch vermitteln. Wenn du mir wieder sagen willst, dass die Dinge etwas unglücklich gelaufen sind, erspare es uns beiden. Hm? Philipp hat's doch nur gut gemeint. Ja. Sonst hätte er dir doch nicht angeboten, sein Teilhaber zu werden. Ach, Steffi, es geht nicht um Teilhaberschaft, die ich selbst vorhatte, ihm anzubieten, wenn du dich erinnerst. Nein, es sind seine Machenschaften hinter meinem Rücken, seine Intrigen. Dieses Angebot ist eine Frechheit, Teilhaber meiner eigenen Firma zu werden. Was soll ich dazu noch sagen? Clarissa hätte dir das niemals angeboten. Nein, von meinem Gegner erwarte ich das auch nicht. Aber Philipp war ein Freund, jedenfalls schien es so. Das ist er auch immer noch. Arno, bitte gib ihm eine Chance. Er weiß ganz genau, dass sein Verhalten nicht richtig war. Er hintergeht mich. Wie es aussieht, nicht zum ersten Mal. Philipp hat einen Fehler gemacht. Und das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Aber wenn ihr euch beide nicht zusammenrauft, wie soll's denn dann weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich Natascha vielleicht sagen sollen, tut mir leid, ich rede nicht mit dir, weil ich bin mit Gabriella befreundet. Ja, das hättest du. Versuch dich doch mal einen Augenblick in ihre Lage zu versetzen. Du bist schwanger und hast niemanden, den du dein Herz ausschütten kannst. Millie, du weißt überhaupt nicht, ob es ihr dreckig geht. Das merkt man doch. Gabriella, ich habe das selbst alles durchgemacht. Ich weiß, wie man sich fühlt. Natascha ist total allein. Das macht sie extra, ehrlich. Das ist ihre Taktik, um dich zu manipulieren. Sie war vielleicht früher so, aber inzwischen hat sie sich geändert. Trotzdem. Wie soll ich denn noch Vertrauen zu dir haben? Ich kann dir doch überhaupt nichts mehr von mir erzählen. Warum denn nicht? Weil ich jedes Mal Schiss haben muss, dass du beim nächsten Gespräch mit Natascha ihr alles brühwarm weitererzählst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das traust du mir zu? Es tut mir leid. Entweder du bist mit Natascha befreundet oder mit mir. Beides geht eben nicht. Sag mal, spinnst du? Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ja, danke. Da kann man nichts machen. Es wäre sehr nett. Wiederhören. Und? Nein, im Bistro ist sie auch nicht. Und in der Agentur? Nur der Anrufbeantworter. Ich habe keine Ahnung, wo sie sonst noch sein könnte. Vielleicht ist sie nur kurz spazieren und kommt gleich zurück. Sie hat gesagt, sie muss dringend irgendwas erledigen. Da stimmt doch was nicht. Du meinst, weil sie den Preis nicht annehmen will? Ja, sie hat sich so gefreut, als sie gehört hat, dass sie Geschäftsfrau des Jahres wird. Was passiert jetzt mit dem Preis? Den kriegt jetzt natürlich Clarissa. Das ist auch sowas, was Erika unbedingt verhindern wollte. Ist schon irgendwie merkwürdig. Da muss irgendwas passiert sein. Es gibt da noch was ich überhaupt nicht begreife. Warum hat sie mir davon nichts gesagt? Ich meine, bevor sie sich entschlossen hat, auszusteigen. Aber du hast doch gesagt, ihr seid ein gutes Team. Das habe ich auch einmal geglaubt. Und was war in der Zeit, als Mama dich verlassen hat? War da nicht immer für dich da? Abend. Guten Abend. Ich habe Arno zufällig getroffen. Aber ich denke, das ist eine günstige Gelegenheit. Ich möchte, dass ihr euch aussprecht. Steffi, bitte, das ist eine Sache zwischen Arno und mir. Steffi hat nicht ganz unrecht. Vielleicht wirklich eine Gelegenheit, einiges aufzuklären. Also bitte setz dich. Zunächst einmal die Teilhaberschaft. Ich hoffe, du weißt letztlich selbst, wie absurd allein dein Angebot ist. Aber es ist doch besser, es gehört dir wenigstens ein Teil der Firma als gar nicht. Das interessiert mich im Moment nicht. Was meine Arbeit als Geschäftsführer betrifft, so gibt es Verträge, die jeder Inhaber einer Firma einhalten muss. Ob Clarissa oder du. Ja, natürlich. Lass dich bitte ausreden. Ich allein treffe die unternehmerischen Entscheidungen, so wie bisher. Daran gab es keine Solltest du in Zukunft einmal den Chef heraushängen lassen, sind wir geschiedene Leute, beruflich, privat. Ist das klar?
an. Das würde ich niemals tun. Du kannst mir wirklich vertrauen. Genau das werde ich nicht mehr tun. Einen schönen Abend noch. Ja, bitte. Guten Abend. Frau Sander. Später der Abend? Bitte, setzen Sie sich doch. Etwas zu trinken? Danke. Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht lang in Anspruch nehmen. Für gute Nachrichten ist mir keine Sekunde zu schade. Sie haben Ihren Preis. Ich werde nicht länger an dem Wettbewerb teilnehmen. Eine weise Entscheidung. Nicht auszudenken, was Ihre kleine Freundin getan hätte, wenn sie von Ihrem Seitensprung erfahren hätte. Sie haben, was Sie wollen. Jetzt mischen Sie sich bitte auch nicht mehr in mein Leben ein. Ach, das liegt mir fern. Ich finde es nur höchst amüsant, dass Sie Ihre Partnerin schon nach so kurzer Zeit mit Ihrem Ex betrogen haben. Und Ihren Sarkasmus können Sie sich auch sparen. Ach, jetzt seien Sie doch nicht so eine schlechte Verliererin. Wer hier am Ende verliert, wird sich noch herausstellen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen mögen. Ach, Sie wollen schon gehen. Wie schade. Ich fand unsere Unterhaltung gerade sehr anregend. Ach, Frau Sander, bitte grüßen Sie mir doch Ihre kleine Freundin ganz lieb. Und natürlich auch Arno bei Ihrem nächsten Treffen. Hi. Du? Ich dachte, du musst lernen. Ich hatte keinen Bock mehr. Was ist denn los mit dir? Bist du traurig? Komm mal her zu mir. Jetzt erzähl mal. Es ist wegen Millie. Was ist denn passiert? Nichts. Verstehe. Weil nichts passiert ist, deswegen bist du so traurig, ja? Deswegen Natascha. Die macht doch alles kaputt. Gabriela, es ist doch wirklich nicht so schlimm, wenn Millie sich mal mit Natascha unterhält. Hm? Davon geht nun wirklich nicht die Welt unter. Natascha hat Millie um den Finger gewickelt und jetzt will sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Da bist du ja endlich. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Alles schon weg? Ja, schon lange. Erika, was ist los? Warum willst du aus dem Wettbewerb aussteigen? Was ist passiert? Es ist tatsächlich was passiert. Etwas Schlimmes? Ja. Nein. Eigentlich nicht. Jedenfalls hoffe ich es. Ich verstehe nicht. Es ist schon länger her, als du in Urlaub warst. Ja. Also damals, als du weg warst, war ich noch mal mit Arno zusammen. Was meinst du damit? Ich habe mit Arno geschlafen.